Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute ein Kastenweißbrot backen und für dieses Rezept benötige ich folgende Zutaten. 500 Gramm Weizenmehl der Type 550, 405er geht natürlich auch, 21 Gramm frische Hefe. Wenn du keine frische Hefe verwenden möchtest, dann kannst du natürlich auch ersatzweise dafür eine Packung Trockenhefe nehmen. 10 Gramm Salz, 5 Gramm Zucker, 10 Gramm Butter und ich brauche 285 Gramm lauwarmes Wasser. Ich gebe erst einmal das Salz und den Zucker in das Mehl und vermenge diese gründlich miteinander. Danach die Butter und zum Schluss löse ich noch die frische Hefe in dem lauwarmen Wasser auf und gebe auch diese zum Mehl dazu. Alle Zutaten werden nun mit dem Knethaken in der Küchenmaschine für ca. 10 Minuten zu einem glatten Teig verknetet. Nach dem Kneten den fertigen Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche noch kurz in Form bringen und abgedeckt an einem warmen Ort für ca. 60 Minuten ruhen lassen. Der Teig ist wunderbar aufgegangen. Er hat sein Volumen mehr als verdoppelt.
Den Teig zu einer länglichen Rolle formen, um ihn dann in die gefettete Kastenform zu legen. Die Ränder noch kurz etwas angedrückt und noch einmal für ca. 45 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Ein Hefeteig braucht, damit er etwas wird, immer viel Ruhe. Da geht nichts mit Eile. Klasse! Ein tolles Ergebnis. Wieder hat die Hefe ganze Arbeit geleistet. So habe ich mir das gewünscht. So sollte es aussehen. Jetzt den Teig in den vorgeheizten Backofen für ca. 45 Minuten bei 170 Grad Umluft ausbacken. Ich habe dabei immer eine feuerfeste Schale mit Wasser im Ofen, damit ich für das Brot ein feuchtwarmes Klima schaffe. Das hilft dem Brot besser aufzugehen. Wenn dein Ofen eine Schwadenfunktion hat, dann brauchst du das natürlich nicht machen. Frisch aus dem Ofen. Wow, schau dir dieses Ergebnis an. Goldgelb, genauso möchte ich es haben. Noch kurz aus der Form stürzen und etwas abkühlen lassen, bevor ich es dann anschneide. Es ist soweit. Das Brot ist nun so weit abgekühlt, dass ich es anschneiden kann. Eine schöne Kruste, ein elastischer Kern, eine schöne feine Maserung des Teiges, alles gleichmäßig. So möchte ich es haben. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es würde mich sehr freuen, dich bei einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu können. Bis dahin tschüss und bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken.